Wenn ihr auf der Suche nach Ideen zur Resteverwertung seid, dann seid ihr heute hier genau richtig. Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder vorbeischaut. Heute zeige ich euch, wie ihr leckere und gesunde Energy Balls aus Haferflocken und Mandeltrester zubereiten könnt. Die kleinen Energy Snacks sind eine super Alternative zu Süßigkeiten und perfekt für den heißen Hunger. Das Tolle dabei ist, dass die Reste, die ich hier verwerte, sind entstanden nach der Herstellung der Hafer- und Mandelmilch. Und das ist eine super Möglichkeit, um Abfälle zu vermeiden und dabei auch etwas Gesundes zu zaubern. Also, ihr braucht wenige Zutaten und könnt super tollen Snack daraus zaubern für unterwegs oder zum Genießen zu Hause. Und dafür brauchen wir folgende Zutaten: Haferflockentrester, Mandeltrester, Agavensaft, man kann aber auch Honig oder Ahornsirup nehmen. Wir brauchen auch noch eine Prise Salz, eine reife Banane. Die sieht nicht mehr so schön aus, aber die ist genau richtig für die Energy Balls. Dann haben wir hier Pistaziencreme und ein paar Sachen, wo ich nachher die Energy Balls wälzen kann. Ich habe hier Haselnuss, gehackte. Dann habe ich hier Kakaopulver und Kokosflocken. So, die Mengenangaben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung, und wir legen jetzt los. Ich brauche dafür eine Schüssel, um alle Zutaten zusammenzumischen. Zuerst werde ich den Haferflocken und den Mandeltrester zusammen vermischen. Das sind die Reste, die nach der Herstellung der Pflanzenmilch übrig geblieben ist. Nun werde ich die Banane schälen und mit einer Gabel pürieren. Dann gebe ich alle anderen Zutaten dazu. Die pürierte Banane, 1 Teelöffel Agavensaft, die Pistaziencreme, eine Prise Salz, 2 Esslöffel Kakao, und ein paar gehackte und geröstete Haselnüsse für den Crunch. Und was ich vergessen habe, zu den Zutaten mitzunehmen, sind die Haferflocken, die zarten. Die kommen auch noch dazu. Es sind etwa 50 Gramm Haferflocken, was ich noch zufüge. Alles gut miteinander verrühren, bis die Masse eine gleichmäßige Textur hat. Die Mischung hat eine super Konsistenz jetzt bekommen, und je nach Konsistenz müsst ihr gucken, wenn ihr eure Mischung für die Energy Balls macht. Wenn zu trocken ist, dann ein bisschen Mandelmilch oder ein bisschen Wasser zufügen, bis die Konsistenz so formbar ist, dass man dann nachher gut formen kann. Ich möchte meine Energy Balls schön machen, deswegen werde ich nachher
in ein paar Zutaten wälzen, um den letzten Schliff zu geben. Ich habe hier Kokosraspel, dann habe ich Kakao und ich habe auch gehackte Haselnüsse, die sind aber noch zu grob und ich habe leider kein Haselnussmehl da. Aber wir sind doch kreativ und ich werde gleich mit dem Mörser die ein bisschen kleiner drücken. So gefällt mir besser jetzt. Und als nächstes werden wir die Energy Snacks formen. Ich brauche ein bisschen Wasser, womit ich dann die Hände nass mache. Dann ist es einfacher, die Bällchen zu formen. Und ich brauche auch Gummihandschuhe natürlich. Ja, dann wollen wir mal. Ich nehme so viel, so ungefähr wie eine Walnuss. Nehme ich ein bisschen Wasser, dann geht es besser. Und dann wird gewälzt. Ich fange jetzt mit Kokosraspel an. Wow, guckt euch das an, wie schön das aussieht, wie auf dem Bilderbuch. Nun wälze ich ein in Haselnuss. Auch wunderschön. Und dann noch die andere Sorte, die ich dann in Kakao wälze. Sieht auch wunderschön aus. Da sind sie, die wunderbaren, leckeren und gesunden Energy Balls. Perfekt. Ich freue mich schon so sehr. Man kann das auch für etwa 30 Minuten im Kühlschrank kalt stellen, dass die dann fester werden. Meine sind dann schon relativ fest. Ich werde sie trotzdem gleich kalt stellen. Ihr Lieben, ich freue mich. Wow. Gesünder geht es nicht, glaube ich. Et voilà, das ist es. Also mein Rezept zur Resteverwertung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen über eure Kommentare und Likes. Schreibt mir auch in den Kommentaren, wie ihr eure Energy Snacks zubereitet. Würde mich sehr freuen. Vielleicht würde ich auch etwas nachmachen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Eure Tati. Tschüssi.